Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 169. Thema: Kulturvergleich. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, und wisst ihr, was mich an diesem Thema so unglaublich fasziniert? Sag schon. Wir alle, also wirklich jeder von uns, wird jeden Tag von völlig unsichtbaren Regeln gesteuert. Das stimmt absolut. Es ist irgendwie wie so ein leises, geheimes Programm, das ständig im Hintergrund läuft. Ja, Und zwar ohne, dass wir es überhaupt bemerken. Erst wenn wir auf Menschen treffen, die ein anderes inneres Programm haben, wird es plötzlich spannend. oh ja. Und manchmal halt auch richtig kompliziert. Richtig. Auf unserer heutigen Entdeckungsreise schauen wir uns ganz genau an, was eigentlich passiert, wenn verschiedene Welten aufeinandertreffen. Also tief verwurzelte Gewohnheiten und fremde Lebensweisen. Ein tolles Thema. Finde ich auch. Ich verspreche euch nämlich, am Ende dieser Reise werdet ihr euren eigenen Alltag und eure eigenen Reaktionen mit ganz anderen Augen sehen. Richtig, das ist ein tiefes und unglaublich wichtiges Thema. Aber bevor wir mit unserer gemeinsamen Sprachanalyse beginnen, haben wir heute eine spezielle Übung für euch. Oh, ja. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Genau. Und bleibt bis zum Ende dort. Hört ihr unsere Mini-Story. Also gut. Lass uns direkt tief in dieses unsichtbare Programm eintauchen. Ich bin bereit. Wenn wir über diese verborgenen Regeln sprechen, brauchen wir ein fundamentales Wort. Es ist das Adjektiv kulturell. Auf Englisch sagen wir dazu cultural. Ah, okay, cultural. Genau. Es beschreibt also alles, was mit der Lebensweise, den Werten und den Gewohnheiten einer bestimmten Gesellschaft zu tun hat. Weißt du, ich stelle mir das immer vor wie das Wasser, in dem ein Fisch schwimmt. Ein gutes Bild. Ja, weil der Fisch weiß ja gar nicht, dass er im Wasser ist. Es ist einfach immer da. Absolut richtig. Genauso ist unser kultureller Hintergrund. Wir merken oft gar nicht, wie sehr uns unsere Umgebung prägt. Also, wie wir essen, wie wir streiten, wie wir lachen. All das ist kulturell bedingt. Richtig. Und in unseren Quellen gibt es dazu einen sehr passenden Beispielsatz für den Alltag. Der lautet: Der kulturelle Austausch hilft dabei, Vorurteile abzubauen und Freundschaften zu schließen. Sehr schöner Satz. Und wenn das Wasser die Kultur ist, dann sind die Strömungen darin wahrscheinlich unsere Normen, oder? Ja, das bringt uns direkt zu unserem zweiten Begriff. Die Norm. Auf Englisch Standard. Standard. Eine Norm ist im Grunde eine gesellschaftliche Regel. Aber hast du dich mal gefragt, warum wir diese Regeln eigentlich haben? Wahrscheinlich, damit nicht alles im Chaos versinkt. Auch das ja. Aber aus psychologischer Sicht sind Normen extrem wichtig für unser Gehirn. Sie sparen einfach Energie. Ah, okay, verstehe. Wenn du genau weißt, wie man sich bei einer Begrüßung verhält, muss dein Gehirn nicht bei jedem neuen Menschen intensiv nachdenken. Verstehe. Ich vergleiche Normen ja auch oft mit dem Betriebssystem von einem Smartphone. Interessanter Vergleich. Ja, weil solange alles nach Plan läuft, denkst du nicht über das System nach. Aber wenn plötzlich ein Fehler auftritt, also wenn jemand eine Norm bricht, dann leuchtet in deinem Kopf so eine rote Warnlampe auf. Absolut. Hast du da ein Beispiel? Ja, nehmen wir das Händeschütteln. Wenn dir jemand zur Begrüßung die Hand hinhält und du ignorierst sie, entsteht sofort Stress. Oh ja, das stimmt. Unser Beispielsatz dazu lautet auch passend: Es ist eine soziale Norm, sich beim ersten Treffen die Hand zu geben. Exakt. Und diese Summe an Normen, dieses komplette Betriebssystem, das formt am Ende etwas noch Tieferes. Was denn? Wir nennen das die Mentalität. Auf Englisch Mentality. Mentalität? Okay. Die Mentalität ist quasi die ganz typische Art zu denken und zu fühlen, die eine Gruppe von Menschen teilt. Also historische Ereignisse, das Klima, die Geografie, all das formt über Jahrhunderte hinweg die Mentalität einer Gesellschaft. Und das finde ich extrem spannend. Die Mentalität ist also wie so ein Filter für unsere Emotionen. Genau.
Wenn ich da an Nordeuropa denke, wo die Winter oft lang und dunkel und kalt sind, da mussten die Menschen früher viel vorausplanen, um zu überleben. Richtig. Und das formt dann eine eher ernste und sehr strukturierte Mentalität. In heißen Regionen hingegen spielt sich das Leben ja viel mehr draußen auf der Straße ab. Ja, das ist ein super Vergleich. Der Beispielsatz in unseren Unterlagen zeigt das auch perfekt. Die südländische Mentalität wird oft als besonders offen und herzlich beschrieben. Ja, das passt genau. Und diese Mentalität, die zeigt sich dann ja ganz konkret in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen. Mhm. Und auch wie wir Veränderungen sehen. Da tauchen oft zwei Wörter auf, die viele Deutschlernende verwechseln, glaube ich. Oh ja, definitiv. Das erste davon ist traditionell, auf Englisch traditional. Traditional, Es beschreibt Handlungen oder Bräuche, die wir seit langer Zeit immer wieder gleich ausführen. Genau, und viele Leute denken ja, traditionell und unser nächstes Wort, konservativ, wären exakt das Gleiche. Ja, das höre ich oft. Aber für mich gibt es da einen riesigen Unterschied. Tradition ist eher die Handlung, richtig? Mhm. Also was ich tue. Zum Beispiel, wie ich Weihnachten feiere. Wenn ich jedes Jahr den gleichen Baum aufstelle und Lieder singe, ist das eine Tradition. Ganz genau. Unser Beispielsatz heißt hier, in vielen Familien ist es traditionell an Festtagen bestimmte Gerichte gemeinsam zu kochen. Richtig. Aber konservativ, also auf Englisch conservative, das ist für mich eher eine innere Haltung gegenüber der Zukunft. Siehst du das auch so? Das hast du wirklich hervorragend auf den Punkt gebracht. Traditionell ist quasi das Ritual und konservativ ist die Reaktion auf Veränderung. Ah, okay. Wer konservativ ist, möchte Bewährtes bewahren. Solche Menschen betrachten schnelle gesellschaftliche Veränderungen oft mit Skepsis. Weil sie Angst haben. Genau, weil sie befürchten, dass dadurch Stabilität und Sicherheit verloren gehen. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Schutzfunktion. Mhm. Macht Sinn. Unser Beispielsatz verdeutlicht das ganz gut. In ländlichen Regionen sind die gesellschaftlichen Strukturen oft noch konservativer als in Großstädten. Ja, das ergibt absolut Sinn. Auf dem Land ist die Gemeinschaft oft viel enger, man verlässt sich halt auf die bekannten Regeln. Richtig. Und diese Regeln bestimmen auch, wie wir miteinander reden. Das bringt uns zu einem Wort, das gerade für Leute, die nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz kommen, extrem wichtig ist. Oh, ich ahne, welches Wort du meinst. Ja, es ist das Wort direkt. Auf Englisch direct. Oh ja, die Direktheit. In der Kommunikationswissenschaft spricht man hier von Low-Context-Kulturen. Was heißt das genau? In diesen Kulturen wird die Information komplett in die Worte selbst gepackt. Man sagt exakt das, was man meint. Der Beispielsatz lautet passend dazu: Die deutsche Kommunikationskultur gilt im internationalen Vergleich oft als sehr direkt. Ja, und für viele Menschen aus anderen Ländern wirkt das am Anfang schrecklich unhöflich. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ein deutscher Kollege sagt, dieser Bericht ist falsch geschrieben, mach das neu, dann denkt jemand aus einer anderen Kultur vielleicht, er hasst mich, ich werde gefeuert. Ja, genau. Aber eigentlich ist es nur eine sachliche Feststellung. In vielen anderen Kulturen würde man wahrscheinlich sagen, der Bericht ist wirklich sehr schön formuliert, aber vielleicht könnten wir auf Seite 2 noch eine winzige Kleinigkeit optimieren. Exakt. In diesen indirekten Kulturen ist das Erhalten der Harmonie das absolute Zeichen von Respekt. Aha, In direkten Kulturen hingegen ist Effizienz und Ehrlichkeit das höchste Zeichen von Respekt. Man möchte dem anderen einfach keine Zeit stehlen. das ist ein toller Perspektivenwechsel. Ja, und genau an diesem Punkt, also wenn direkte und indirekte Welten aufeinanderprallen, passiert fast unweigerlich das, was wir als unser nächstes Wort kennen. Welches ist das? Das Verb missverstehen. Auf Englisch heißt das to misunderstand. Ah, okay. Und ganz wichtig für unsere Deutschlernenden, wenn wir im Alltag darüber sprechen, dass etwas in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, brauchen wir das Perfekt. Wir sagen dann, jemand hat missverstanden. Hat missverstanden, okay. Das ist wirklich der Kern vieler Konflikte. Missverstehen bedeutet ja nicht zwingend, dass ich die Vokabel nicht kenne. Richtig. Es bedeutet vielmehr, ich deute die Absicht hinter den Worten falsch. Der Beispielsatz trifft es da perfekt. Ohne kulturelle Kenntnisse kann man Ironie oder Witze leicht missverstehen. Oh ja, Ironie ist schwer. Ironie ist ja eigentlich wie ein Spiel mit unsichtbaren Regeln. Wenn ich die Regeln nicht kenne, verliere ich das Spiel. Sehr treffend formuliert. Und Missverständnisse passieren ja nicht nur durch Worte, sondern oft auch durch den physischen Raum. Wie meinst du das? Ein faszinierendes Konzept dabei ist die Distanz, auf Englisch Distance. Das ist der körperliche Abstand, den wir zu anderen Menschen halten. Ah ja, die Wohlfühlzone. Genau.
Aus der Evolutionsbiologie wissen wir, dass jeder Mensch so eine unsichtbare Blase um sich herum hat. Wer in diese Blase eindringt, löst in unserem Gehirn sofort Alarm aus. Wow, das ist spannend. Unser Beispielsatz dazu ist: In manchen Kulturen ist eine gewisse körperliche Distanz beim Sprechen extrem wichtig. Oh, die Supermarktkasse, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel dafür. Wieso das? Na, in vielen Ländern ist es völlig normal, sehr nah beieinander zu stehen. Man spürt da fast den Atem des anderen. Ja, das stimmt. Wenn mir in Nordeuropa aber jemand an der Kasse so nah auf die Pelle rückt, also fast in mich hineinläuft, dann gerate ich richtig unter Stress. Mein Körper signalisiert mir Gefahr, obwohl es ja eigentlich nur um Äpfel und Brot geht. Ja, das ist eine heftige Reaktion. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, dieser Stress bei Kontakt mit etwas Unbekannten, der führt uns zu einem psychologisch sehr tiefen Verb. Welches ist das? Das Verb lautet fremdeln. Auf Englisch bedeutet das to feel strange oder in manchen Kontexten to be uncomfortable with strangers. Das perfekte Zu lautet, er hat gefremdelt. In unserem Gehirn gibt es die Amygdala. Das ist quasi unser Gefahrenradar. Okay. Wenn wir auf völlig neue Normen und Verhaltensweisen treffen, sagt die Amygdala zuerst einmal Vorsicht. Das ist unnatürlich, aber evolutionär total sinnvoll. Ah, okay. Unser Beispielsatz aus der Liste lautet: Gerade in der Anfangsphase kann man in einem anderen Land noch etwas fremdeln. Ich finde das so wichtig zu wissen. Es ist also gar keine Schwäche, wenn man im Ausland am Anfang Angst hat oder sich irgendwie unwohl fühlt. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur Biologie. Das Gehirn braucht eben Zeit, um zu lernen, dass die neue Umgebung sicher ist. Ganz genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Also wir haben jetzt echt viel über Reibung und Konflikte gesprochen. Wir wissen, warum wir fremdeln und warum wir uns missverstehen. Aber die große Frage ist doch, wie lösen wir das? Wie bauen wir Brücken zwischen diesen Welten? Gute Frage. Die Grundvoraussetzung dafür ist eine Eigenschaft, die wir unvoreingenommen nennen, auf Englisch open-minded. Es bedeutet, ohne fertiges Urteil in eine Situation zu gehen. Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Unser Gehirn liebt Schubladen und Vorurteile, weil sie schnelles Denken ermöglichen. Stimmt. Unvoreingenommen zu sein bedeutet wirklich aktive kognitive Arbeit. Es bedeutet, die eigene erste Bewertung zu stocken und sich zu fragen: Könnte das Verhalten der anderen Person aus ihrer Sicht völlig logisch sein? Oh, das ist eine gute Frage, die man sich stellen sollte. Unser Beispielsatz dazu lautet: Man sollte fremden Kulturen immer mit einer unvoreingenommenen Haltung begegnen. Wenn man diese Haltung hat, dann ist man, glaube ich, auch bereit für den nächsten aktiven Schritt. Das ist das Verb anpassen. Auf Englisch to adapt. Richtig. Im Perfekt sagen wir, jemand hat sich angepasst. Das bedeutet, dass man sich an die neuen Regeln gewöhnt und sein eigenes Verhalten ein bisschen ändert. Der Beispielsatz in den Quellen ist: Man sollte versuchen, sich in einem fremden Land an lokale Gebräuche anzupassen. Aber hier muss ich mal kritisch nachfragen. Schieß los. Verliere ich mich selbst, wenn ich mich ständig anpasse? Muss ich meine eigene Kultur auslöschen, um in der neuen zu funktionieren? Das ist wirklich die größte Angst vieler Menschen, die auswandern. Aber die klare Antwort der Psychologie lautet: Nein. Du löschst deine Identität nicht aus. Gott sei Dank. Stell dir dein Verhalten am besten wie einen Werkzeugkasten vor. In deinem Heimatland hast du vielleicht gelernt, wie man einen Hammer und einen Schraubenzieher benutzt. Okay. Wenn du dich jetzt anpasst, wirfst du diese Werkzeuge ja nicht weg. Du legst einfach nur neue Werkzeuge dazu. Ah, das ist ein super Bild. Du wirst gewissermaßen zweisprachig in deinem Verhalten. Das führt uns auch zu einem sehr harmonischen Verb: Ausgleichen. Auf Englisch to balance. To balance. Wenn wir in der Vergangenheit darüber reden, heißt es, sie hat ausgeglichen. Ist das dann sowas wie ein Kompromiss? Also wie bei einem Tanz. Wenn der andere einen Schritt vorgeht, gehe ich einen zurück, damit wir uns nicht auf die Füße treten. Ein fantastisches Bild. Ja, Ausgleichen ist keine kalte Mathematik auf einer Waage. Es ist eine sehr dynamische Anpassung, um Harmonie herzustellen. Unser Beispielsatz dazu lautet: Interkulturelle Kompetenz hilft dabei, kulturelle Unterschiede konstruktiv auszugleichen. Wenn du merkst, dein Gegenüber braucht mehr Distanz, trittst du einen halben Schritt zurück. Das ist Ausgleichen in der Praxis. Und wenn uns dieser Tanz gelingt, dann öffnet sich oft eine Tür zu etwas Wunderschönem, finde ich. Oh ja. Das ist nämlich unser nächstes Wort, ein Nomen, das weltweit eine riesige Rolle spielt. Die Gastlichkeit. Auf Englisch Hospitality.
Hospitality, genau. Das bedeutet die warme, offene und richtig freundliche Aufnahme von Gästen und Fremden. In vielen alten Kulturen, besonders in Wüstenregionen oder Gebieten mit extremem Klima, war Gastlichkeit nicht nur Höflichkeit. Sondern? Es war oft eine Frage von Leben und Tod. Einen Reisenden aufzunehmen und ihm Essen zu geben, war ein ungeschriebenes Gesetz des Überlebens. Wow. Diese tiefe Bedeutung spürt man in vielen Ländern noch heute. Unser Beispielsatz lautet: In vielen Ländern ist hohe Gastlichkeit ein sehr wichtiger kultureller Wert. Das habe ich auf Reisen echt so oft erlebt. Du sprichst die Sprache nicht, du machst unzählige Fehler bei den Normen. Aber durch das Teilen von Essen und diese unglaubliche Gastlichkeit, da entsteht einfach eine Verbindung. Ja, das ist Magie. Und in solchen Momenten entsteht das nächste Wort dann ganz von alleine. Man beginnt nämlich die andere Kultur zu wertschätzen. Auf Englisch heißt das to appreciate. Richtig, to appreciate. Im Perfekt sagen wir, er hat wertgeschätzt. Wertschätzen geht auch viel tiefer als reine Toleranz. Toleranz bedeutet oft ja nur, ich lasse dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe. Stimmt, das ist eher passiv. Genau. Wertschätzen bedeutet aber, dass ich aktiv erkenne, dass deine Art zu leben wertvoll und bereichernd ist. Unser Beispielsatz ist diesmal sehr persönlich formuliert. Er lautet: Ich habe gelernt, andere Lebensweisen wirklich zu wertschätzen, auch wenn sie am Anfang fremd wirken. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Und wenn wir das alles zusammennehmen, also das Unvoreingenommene, das Ausgleichen, das Wertschätzen, dann haben wir, glaube ich, das absolute Fundament menschlichen Zusammenlebens erreicht. Oh ja. Das ist nämlich unser letztes Wort für heute, der Respekt. Auf Englisch Respect. Es ist das tiefe Anerkennen des Wertes einer anderen Person, und zwar völlig unabhängig von ihrer Herkunft. Ohne Respekt funktioniert weder eine Sprache noch eine Gesellschaft. Respekt ist quasi der Puffer, der verhindert, dass aus einem kleinen Missverständnis direkt ein großer Konflikt wird. Schön gesagt. Unser letzter Beispielsatz lautet: Gegenseitiger Respekt ist die absolute Basis für jede gelungene Kommunikation zwischen Kulturen. Was für ein schöner Bogen, den wir da gespannt haben. So, und nun möchten wir natürlich sehen, wie all diese abstrakten Konzepte im echten Leben aussehen. Hier ist, wie versprochen, unsere Mini-Story. Genau. Hört gut zu und achtet mal darauf, wie sich diese 15 Wörter in der Geschichte verstecken. Ein kultureller Austausch beginnt. Maria kommt aus einer Region, in der das Leben stark von konservativen Werten geprägt ist. Ihre Familie pflegt viele alte und traditionelle Bräuche. Eines Tages bekommt Maria in ihrer Firma einen neuen Kollegen: Tom, der gerade aus Nordeuropa hergezogen ist. Am Anfang ist die Situation extrem angespannt. Tom kommuniziert unglaublich direkt. Er sagt in Meetings sofort, wenn ihm eine Idee nicht gefällt. Ohne es zu merken, bricht er damit eine ganz wichtige Norm in Marias Arbeitskultur. Außerdem unterschreitet es ständig die übliche Distanz am Kopierer. Wegen all dieser neuen Reize beginnt Maria massiv zu fremdeln. Sie fühlt sich unwohl. Die beiden missverstehen sich fast täglich, weil ihre Mentalität so grundverschieden ist. Maria denkt, Tom sei aggressiv und Tom denkt, Maria verstecke etwas. Doch anstatt aufzugeben, beschließt Tom, ab sofort völlig unvoreingenommen an die Sache heranzugehen. Er beobachtet die Kollegen und beginnt sich langsam an die Regeln anzupassen. Er erlebt die wunderbare Gastlichkeit von Marias Familie bei einem Firmenessen. Maria wiederum merkt, dass Toms Direktheit eigentlich pure Ehrlichkeit ist. Durch Gespräche gelingt es ihnen, ihre Konflikte auszugleichen. Tom beginnt, die ruhigere Art von Maria wirklich zu wertschätzen, und Maria schätzt Toms klaren Fokus. Am Ende des Jahres arbeiten sie nicht nur perfekt zusammen, sondern haben auch tiefen Respekt voreinander entwickelt. Ich liebe diese Geschichte wirklich, weil sie zeigt, dass kulturelle Unterschiede kein Hindernis sein müssen, sondern oft eine riesige Chance sind, um zu wachsen. Absolut. Und genau dazu möchte ich euch zum Abschluss noch einen tieferen Gedanken mit auf den Weg geben. Gerne. Wenn wir eine fremde Kultur analysieren, denken wir oft, wir lernen etwas über die anderen. Aber in Wahrheit lernen wir am meisten über uns selbst. Denn erst im Kontrast zu etwas Fremdem erkennen wir unsere eigenen, völlig unsichtbaren Regeln im Hintergrund. Was für eine tolle Erkenntnis. Jetzt seid aber ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das nämlich unglaublich gerne. Genau. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Digitale Sicherheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.